Coming up. Die dampfende Toskana. Atemberaubende Sonnenuntergänge. Und enge Gassen. Hallo Welt, wir sind Bettina und Rolf, ein Paar aus der Schweiz, und wir sind auf einem grossen Roadtrip durch Europa. Wir sind unterwegs mit unserem VW-Bus T3, der den Namen Catwiesel trägt. Komm mit auf unsere Reise, es wird ein Abenteuer. Schnall dich an, es geht los! Catwiesel. Nachdem wir Florenz verloren haben, ist es auf sehr engen Strassen weiter durch die grüne Toskana gegangen. Unser VW-Bus, der Catwiesel, hat seine ganzen Bremsen gebraucht. Und auch sein Lenker, der Mr. Catwiesel, hat seine ganzen Muskeln gebraucht, damit er die engen Kurven ohne Servolenkung fahren konnte. Es ist zwar schön anzuschauen mit diesen steinigen Mauern, im Grünen mit den hohen Bäumen, aber wir haben dann schliesslich unsere Navigation ein bisschen angepasst und sind auf breiteren Strassen weitergereist. In San Gimignano sind wir wiederum fast die einzigen Touristen gewesen. Dass die Müllabfuhr überall arbeitet und sehr aktiv ist, das sind wir uns inzwischen in Italien gewöhnt. Auf dem obersten Punkt von San Gimignano haben wir dann einen wundervollen Blick in die Ferne genossen. Um hin und wieder eine Pause zu haben und zu ein bisschen Bewegung zu kommen, haben wir immer wieder kleine Wanderungen unternommen durch die toskanischen Naturschönheiten. So haben wir pittoreske Wasserfälle gesehen und auch mal den Gückel geluscht. Bald schon haben wir in der Ferne Kühltürme vom Valle del Diavolo gesehen, im Tal vom Teufel. Im unscheinbaren Ort Larderello steht das älteste Geothermiekraftwerk der Welt. Ursprünglich hat man hier Borsäure gewonnen. Heute produziert man Strom für 2 Millionen Haushalte.
Das Meer hat uns angelockt in der Ferne. Eher per Zufall sind wir dann in Monterotondo Marittimo im geothermischen Naturpark Biancane gelandet. Der Park ist frei zugänglich. Er ist einzigartig. Aus dem Boden treten Dämpfe aus und der kochende Schlamm und die weisslichen Flecken, die hier den Boden zeichnen, verleihen dieser Landschaft ein äußerst faszinierendes, ungewöhnliches und zuweilen auch recht bizarres Aussehen. Auf dem Rundweg kann man problemlos stundenlang laufen. Man kann die einzigartigen Naturphänomene aus nächster Nähe bewundern. Was die Bilder nicht transportieren können, ist der Geruch. Erst der stetige, etwas schwefelhafte Duft, der an ein Thermalbad oder an faule Eier erinnert, macht das Erlebnis vollkommen. Wir haben dann in der Nähe übernachtet und am Morgen unsere Batterien aufgeladen. Und auch unsere eigenen Batterien. So, heute machen wir ein bisschen Morgensport im Kastanienwald. Nach einem Morgenspaziergang durch den Ort hat es aufwärmenden Kaffee gegeben. Und wieder hat das Meer in der Weite gelockt. Aber zuerst haben wir einen Abstecher gemacht nach Massa Marittima in die Höhe. Und Fotos haben natürlich dabei nicht fehlen. In Piombino sind wir dann endlich am Meer gewesen, haben auf die Insel Elba gesehen und können wunderschöne Sonnenuntergänge beobachten. Der Kettwiesel hat natürlich auch mal geputzt werden. Mit viel Wasser, Shampoo und natürlich dann noch mit dem Staubsauger ist es dem Dreck an den Kragen gegangen. Wir hatten noch nicht genug vom Geruch nach faulen Eiern und haben darum Saturnia besucht und in der frei zugänglichen Wasserkaskade gebadet. Später haben wir das Nachtleben genossen. Nachher haben wir einen dunklen Abstieg zurück zum Kettwiesel machen.
Wir sind dann Richtung Osten weitergefahren. Leider haben wir da einen ziemlich stinkenden Zeitgenoss vor uns gehabt. Doch wo der überholt war, haben wir das imposante Städtchen Pitigliano gefunden. Serpentinen haben uns an den Ort angeführt. Im Städtli selber treffen wir auf einen imposanten Aquädukt, hunderte von kleinen Gässli und fließige Bienenli. Wir nähern uns Umbrien, unserem nächsten Ziel. Bevor wir aber Toskana verlassen, halten wir noch im Ort San Casciano dei Bagni. Wieder ist es ein Ort mit warmem Thermalwasser und Bädern. Coming next, Seen, Heilige und Minimetro. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal.